Ich glaube, im Fitnesscamp fragt sich jeder nach einer gewissen Zeit, wie man stärker wird und schneller in kürzerer Zeit Muskeln aufbaut. Der normale Weg von den meisten ist es dann natürlich einfach, Kreatin und Booster zu nehmen. Ein paar skippen es aber direkt und holen sich auf dem Gymparkplatz die erste Kur, weil der Sommer natürlich auch immer näher kommt. Aber wie nice wäre es, wenn wir jetzt einen Mittelweg hätten? Wie diese aussieht, ob er wirklich die Lösung ist und ob er für euch geeignet ist, sehen wir uns im heutigen Video an. When it comes to improving performance, there are things that we know are going to benefit. Things like creatine. Supplementing that every day has been well studied. There are Bro, other things. direkt Plug reinhauen oder was? Bei Evo ist gerade 20% Kreatin-Sale. Perfekt, Digga. Wir sind zurück mit den Reactions und direkt die ersten 20 Sekunden Werbung. As well, like eating a good quota of fruit and vegetables, having a good fiber intake. These are things we know that are going to benefit performance and recovery. Then we have things like protein powders that come in all kinds of shapes and sizes that you can mix and drink to hit protein quotas. But what if there was something that didn't have that much research, that wasn't that well established, that could help us with not just performance, but also recovery? Well, those things are called peptides. Peptides. Peptide. Peptide. The last 12 months have been very big for me when it comes to optimization. If there's anything that I can do to improve my performance, I'm gonna. Das ist halt crazy. Es gab auch auf TikTok jetzt wieder so Trends mit 30-Tage-Trend-Challenge, 30-Tage-Teste-Challenge. Ich meine, ich habe auch mit 58 Kilo so angefangen, ne? Aber du siehst dann halt Leute, die legit 50 Kilo wiegen und sich die erste Kur reinballern. Du hast nicht mal Newbie-Gains mitgenommen, du weißt nicht mal, wie man hart trainiert oder so. Aber direkt Stoff, weil man muss ja übel schnell erreichen. Ja, das ist crazy. No, but for instance, I've been very regimented with creatine. Been very regimented. Bro, das ist auch sehr heftig, ne? Machen wir vielleicht mal ein Video zu. With whey protein. I changed the way I was filtering my water. Got some fancy one from America where you can actually test the quality of the water. These may seem like trivial things, but to me, I thought if I can make all these changes in my life, they can add up. Even trying not to use plastic water bottles anymore. Anything that I can take that's going to give me marginal gains in different areas of my life, I'm going to do it. Which brings me on to something that I've been doing over the last 6-12 months. Peptides. These all should have gone in little bins, but I wanted to give you guys a visual representation of just how many injections I've had to have done. Now, it's worth noting that these are called subcutaneous. They're very small and you inject them subcutaneously, which... Ich hätte da gar keinen Bock drauf, ne? Also jetzt so normal Subs nehmen ist mittlerweile eigentlich auch schon okay. Ich höre auch oft von Leuten so, dass die keine Kapseln mögen, das zu nehmen oder so. Damit hatte ich jetzt eigentlich nie Probleme. Also die Hälfte nehme ich halt morgens, beziehungsweise halt so 2 Stunden nach dem Training dann. Und dann die andere abends vom Schlafen gehen. Vor allem überleg mal, du musst reisen. Sonst nimmst du dir einfach so eine Box mit, haust du deine Supplements rein, easy go. Und damit, so, du musst die Spritzen mitnehmen. Je nachdem, also wenn man das jetzt noch weiter spinnt, so auf die Pro-Bodybuilder oder so, die werden sich da auch ein paar andere Sachen noch reinhauen. Digga, du musst immer, wenn du reist, das mitnehmen. Du musst gucken, das ist ja auch illegal. Das heißt, du musst gucken, dass du es irgendwie mitbekommst durch die Kontrolle und so. Ich weiß nicht mal, wahrscheinlich, wenn du in irgendein anderes Land reist, wo es legal ist, nimmst du einfach gar nichts mit, sondern kaufst es da. Das sind ja auch immer die ganzen Stoffe-Urlaube. Nee, hätte ich absolut keinen Bock drauf. Oder auch, dass es so runtergeredet wird, so, ja, so ab 30 musst du Testo nehmen, weil dein Testwert sinkt runter und so. Das ist crazy einfach. So what have I been taking? So I'm going to run you through some of the peptides that I've been using. So about 2.5 months ago, I tore my MCL in jiu-jitsu. Someone had me in a single leg. I turned to pull my knee out. He pulled my foot up at the same time. And that internal rotation on my knee. So the very day I got injured. Boah, ich hatte das auch. Bei BJJ war das auch. Ich will ihn einfach so wegpushen, so einen normalen Hip-Bump halt. Und irgendwie ist mein Fuß auf dem Boden geblieben und ich habe mir selbst mein Knie rotiert und einfach mein inneres Band angerissen. Also ich war danach beim Krankenhaus, nachguckt, angerissen, perfekt. Dann konnte ich auch so 2 Monate lang nicht beugen, nicht heben. Währenddessen hatte ich auch immer wieder abwechselnd meine Füße verstaucht. Ist ein geiler Start. Ich weiß nicht, ob hier schon das Video ist und sonst, ich habe bald eins online, wie es ist, BJJ zu starten als Powerlifter. Jetzt Spoiler schon, ich kann es jedem empfehlen. Aber ja, die Performance hat auch deutlich gelitten, ne? I ordered BPC 157. BPC 157. Turns out that there's a gastric peptide that we all make that can promote healing of tissues. There's not a lot of data on this. Like I had an L5 compression and I was always like in pain standing up. 2 injections of BPC 157. Look, if it was placebo, okay, I'll take it. Gone. And I had a tendonitis in my elbow that I just could not fix. Yeah. I started using BPC 157. It was gone in 2 weeks. Yeah. Now, this is a peptide that's going to help you with healing and recovering from injuries. Now, it's worth noting, I can't give you hard evidence and data to support this. This is anecdotal. And there is going to be an impact of the placebo when I was taking it. If you're going to take something that you think is going to help you repair, it's obviously going to impact how you feel about the repair. Then, when this one ran out, as I ordered this one, a lull in between, there was a nocebo. Because I knew I wasn't taking something before bed, it made me feel like the injury was worsening. So I can't give you any data or research to actually say that these work, but it made
Made me feel a lot better about my recovery, made me feel like I could get back to training a lot sooner. Ein bisschen weniger war das halt auch wieder damit, dass ich halt, als ich das mit den Verstauchungen und angerissen und so hatte, oder auch damals schon, als ich meinen Adduktor da gezerrt, angerissen, wie auch immer man es nennen will, da war ich nicht im Krankenhaus, hatte. Ich habe mir halt Kollagen geholt, MSM geholt, Glucosamin und halt alles reingehauen. Entweder ist Placebo oder es bringt halt was. Ich wollte einfach so schnell wie es geht wieder healthy werden. Vor allem jetzt mit dem Knie und Füßen war halt so, Bro, ich konnte nicht beugen, ich konnte keinen Beinstrecker machen, weil selbst bei Beinstrecker, auch wenn es eigentlich nur gerade ist, hat es immer noch so in die Innenseite, wo der Riss halt war, reingezogen. Ich glaube, das hat jetzt 2 Monate gedauert. Ich habe auch 2 Monate komplett Beine geskippt. Gave me a lot of confidence. I'll be honest, when I took this first one, it was because I've got elbow tendonitis. And I just took a peptide and hoped this would go away. It wasn't the case. There's obviously some rehab and strengthening and stuff I need to do to get rid of that. You can't just inject this as a miracle and hope it'll go away. Thyomycin B4, this is one that you take alongside BPC 157. Again, I took that with the elbow injury. Didn't really notice any difference. The injuries were very different. With the actual torn MCL, I felt like these two had a big impact. Okay, now we get on to the interesting ones. There's 2 peptides that you can take together, CJC 1295 and ipamorelin. Now, these 2 are called growth hormone secretagogues. Rather than taking growth hormone exogenously, you can take things to help your endogenous production. So in essence, this signals to your body with amino acids, that's what peptides are, to get you to produce more growth hormone. People like Andrew Huberman are big proponents of these. The thing I like about these is you take this. Ja, ich weiß nicht, ob wir das Huberman-Fass aufmachen sollen, aber der sagt ja auch zum Beispiel so, yo, Bro, nimm kein Melatonin und so, weil Hamster werden davon unfruchtbar oder so. Bro, what the fuck? Oft gute Meinung, auch so mit, geh morgens raus, geh in die Sonne, mach Sport und so. Aber manchmal sind auch so Takes bei, wo du denkst so, Bro, what the fuck? It's just before you go to bed. And you get a little bit of a hot flush, but it feels kind of nice. It's like, feels good. But there was an interesting side effect with this, and that was that you can't eat 2 hours before bed. So that I believe your insulin is low with the administration of CJC ipamorelin. So I lost weight, but it wasn't the peptide, it was the fact that I couldn't eat between 7 and 9 p.m. because I get into bed about 9 p.m. So therefore I saw a drastic reduction in calorie intake because I wasn't eating in those 2 hours before Auch nicht so bed, geil which für is die typically where I Regeneration. tuck into things like chocolate or low-calorie ice cream or whatever. Das ist auch, wenn ihr verletzt seid so, und ihr nicht gerade irgendwie auf Bodybuilding-Diät seid, so haut euch Kalorien rein. Natürlich jetzt nicht wieder übertreiben, aber halt so mindestens Maintenance oder halt sogar ein bisschen mehr, damit euer Körper halt einfach easy Ressourcen hat, um da halt auch das zu regenerieren und nicht jetzt noch irgendwie erstmal schauen muss, so Bro, ich bin hier im 1000er Defizit, ich kann gar nichts mehr machen, ich will jetzt erstmal so die normalen Sachen erhalten. Gut reinhauen, dann habt ihr auch eine Ausrede für. With these, I wouldn't say that I noticed mad muscle growth or mad recovery, but I would say there was a notable increase in training morale. Probably again has something to do with the fact that I knew I was taking something that would help me with my performance and recovery. Something that would help me produce more growth hormone. Now, the one vial we don't have at home that's actually at the gym because we used it for another video was one of the peptides, which is probably the most controversial of all, which was semaglutide, also known as Ozempic or Wegovy. And my experience with that was that I had to stop taking it after 2 weeks. 4.9 kilograms I've lost in 9 days because of this. I was supposed to take this for a month, but I had to stop after 2 weeks because I lost too much weight. Think of it this way. Bro. If you had sepsis in your leg, we cut off the leg to save the body. If you've got cancer, you undergo chemotherapy so that we can keep you alive. There are medical interventions that on the whole aren't good for people. Ja, das mit den Ozempic-Scheiß und so check ich halt auch nicht so, Bro. Es ist halt echt nicht so hart abzunehmen, ne? Also, ich finde halt Balken sogar schwerer, weil du halt aktiv ja was dafür machen musst. Also, du musst ja die ganze Zeit wirklich essen. Das ist ja wahrscheinlich Leute, die machen keinen Sport, die gehen nicht raus, haben keine Hobbys, sitzen nur zu Hause dann die ganze Zeit und hauen sich dann noch Essen rein. So, ja klar, du wirst halt fett. Aber wenn du halt normal sportlich bist und so und dann einfach ein kleines Defizit fährst, du merkst es nicht mal richtig. Und wenn du das ein bisschen trackst auch noch so, bei mir ist jetzt auch extrem voll wieder, ich hatte letzten Dezember, also so gesehen nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr dann, 110, so das ist so mein All-Time-High halt, der Powerlifting-High und so, ja, mit 300 Kilo of Reps. Ich bin jetzt bei 87, 86 oder so. Fange jetzt gerade auch wieder an mit Tracken und alles. Powerlifting Comeback kommt. Aber halt nicht mal aktiv, sondern einfach so weniger gegessen. Dann kam halt noch dazu 6-mal die Woche, BJJ. Dann halt Gym, keine Zeit zum Essen gehabt, so, und dann passt es halt easy. Hau dir jetzt 2 Shakes rein, bist Protein safe und go. People, but they can save lives. So when we look at semaglutide, we need to think of it within that context. Administering something once a week that can massively reduce your appetite and stop you from overeating. If you're a PT looking to get shredded for a holiday to Ibiza, probably not a good idea, because if you've got a thyroid issue or pancreatic issue with that, it'd be very difficult to look back and go, yeah, it was worth it. However, I've got clients who are 26, 27 stone, and I think that that point in their life, we need some kind of medical intervention where that
even if they were to, have any of the complications which do occur with it, they could look back and say, yeah. Da ist halt wieder dann der Trade-off. Ich bin halt nicht genau in der Datenlage drin, weil wozu gerade eigentlich? Übergewicht ist ja eigentlich so Platz 1 von den schädlichsten Sachen, die du deinem Körper überhaupt antun kannst. Also es ist auch immer runtergeredet wird und dann machen sich Leute so Gedanken über Brokkoli und ob das gut ist, weil nur Fleisch essen ist jetzt ja so der neue Weg. Andere sagen dann so, Bro, geh all vegan, so Fleisch ist ganz schlecht und sind dann halt übergewichtig. So, Bro, das ist der falsche Punkt, den ihr gerade tackelt. Hä? Und wenn du dann aber wirklich so dolle Schäden durch dein Übergewicht hast, dass diese Schäden, sage ich mal, geringer sind, kannst du halt schauen, klar, mit Arzt und so wahrscheinlich nicht absprechen, aber ob es dieser Trade nicht wert ist, dass du halt abnehmen kannst. Wenn du es anders absolut nicht hinbekommst, was ich glaube bei 99% der Leute so, ja, selbst wenn es mental ist, einfach sein Defizit so, ist es halt nicht leicht, aber vor allem, wenn du so extrem übergewichtig bist, du wirst ja am Anfang nicht mal irgendwelche krassen Diätsymptome haben. Es wird halt alles wahrscheinlich mental sein, dass du denkst, so, Bro, ich habe jetzt übelst Hunger, was zu essen, aber dass du so richtigen, wirklich Hunger hast und nicht Appetit, das kommt ja erst viel, viel später und dein Körper hat ja absolut genug Ressourcen, um damit zu arbeiten dann. It was a case of trying to save my life more so than it was anything else. Peptides are a very interesting place. I'm not condoning these or recommending that people put these as part of their regimes, but I am saying that there is a place that you can go to if you're someone that's curious about these things to maybe see if you get the benefits from it. Maybe if you're someone a little bit older and you don't want to look at testosterone or hormone replacement therapy, ipamorelin and CJC could be a good start. If you're someone who is very overweight and it's impeding your health and quality of life, semaglutide might be something you want to look into. And if you're injured, you're a professional athlete and you're someone that would do anything. War das nicht sogar, dass das allen Leuten, die dann das eigentlich wirklich brauchen, weggekauft wurde, weil Leute halt einfach nur damit abnehmen wollten? Und dann gab es wieder ein Shortage und so? Bro, what the fuck? To return to the mats or to the gym or to your place of sport quicker, BPC 157 and TB 500 are something to consider. Am I saying that all of these are effective and that they work really well? I can't say that because I don't have a control or evidence to compare them against. But if you are someone that's curious about these, einfach den McGregor machen. Schön abmelden, die guten Sachen reinhauen, schön das Comeback machen, perfekt. I have been using them. If I get injured again, I will take BPC 157. Will I be going back on CJC ipamorelin? Probably not. But I have a feeling that over the next few months and years, peptides are going to be introduced as more of a way that people can look to bridge the gap between supplementation as performance enhancers like creatine, hormone replacement therapy. There could be an interesting middle ground where peptides are the place that people go to. There are clinics online that you can work with and doctors that can help prescribe these to you. And I think it's definitely an interesting thing that people should consider if they're interested in that. And if you're not, then don't. Ja, also meine Meinung ist ziemlich ähnlich. Am Ende fand ich, hat er das ein bisschen verharmlost. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit WADA und Dopinglisten ist wahrscheinlich alles verboten. Was halt crazy ist im BJJ. So, Bro, ich bin da reingekommen. Ich gucke mir so die Top in der World an. Glaubt ihr, der ist netty? Ich glaube schon. Also, safe netty. Hier, Gordon Ryan gibt's ja auch zu, ne? Ist halt crazy so. Das ist halt, da wird niemand getestet, da hauen sich alle alles rein. Wenn euch das Video gefallen hat, checkt den Evo Store ab. Wir haben gerade noch die Aktion 20% für Kreatin und Kapselprodukte. Und lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen oder übermorgen. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie der Upload-Schedule ist.